Also wenn ich jetzt befahre, ne, wir haben ja jetzt Ja. hier Benzinmotor, ich glaube das ist ein 2 Liter oder 1600 Kubik oder so hat der, ne? Ja. Der Motor läuft ganz normal. Ich Ja. höre keinen Unterschied. Wäre aber auch dramatisch, wenn das so wäre. Ne? Ja, also es ist ja auch, soll ja auch gar nicht zu spüren sein. Also die Performance soll genau die gleiche sein. Ist stellenweise sogar leicht besser. Also wir haben so Tests gemacht in Bezug auf Verdampfungsverlust zum Beispiel, was die Flüchtigkeit des Öles angeht. Da sind diese biosynthetischen Basisöle den anderen Ölen deutlich überlegen. Interessant. Ne? Und das heißt, es hat einen positiven Einfluss auf Emissionen oder auf Verbrauch. Und wenn du weniger Flüchtigkeit im Öl hast, hast du aber auch eine geringere Öleindickung, weil es wird ja dann, die leichten Bestandteile gehen weg, wenn die stark verdampfen, dann dickt dein Öl ein, ist ja schlecht für die Ölqualität. Und die Punkte sind halt bei diesen Ölen deutlich besser und insofern halt auch unseren schon sehr, sehr guten Ölen in solchen Punkten zum Beispiel deutlich überlegen. Okay. Also das ist schon... Das heißt also speziell dann, wenn man sagt, man geht an die Grenzen eines Ja. Öls, was ja im Motorsport Ja. oft der Fall ist, mit so hohen Öltemperaturen, weil vielleicht die Kühler zu sind Ja, oder genau. wie viel Windschatten fahren. Ja. Dann hat mir der frühere Chef, der Gründer, der Michael C. mal gesagt, da guckt er mich scharf an und sagt, jetzt fängt es an, dass das Öl zeigen kann, was es kann. Genau. Ja. Das ist immer in den Grenzbereichen. Sonst dürften die anderen Öle ja gar nicht zugelassen werden, weil die sind ja auch alle geprüft für die Fahrzeuge und funktionieren ja auch im Großen und Ganzen. Aber wenn du an diese Grenzbereiche kommst, Temperatur oder auch Schmiereigenschaften, dann ist es schon entscheidend, was du da im Motor hast. Ja, aber ist ja für den Otto-Normalverbraucher oftmals gar nicht so weit weg. Ne? Ich meine, wenn ich hingehe und viel Dauervollgas fahre, Autobahn oder man fährt auch mal vielleicht an den Parkplatz ran, der Motor ist heiß, Turbolader glüht noch. Das sind ja dann so diese Momente, wo man sagt, jetzt kommt es auf das i-Tüpfelchen an. Das ist so ein Motor. Ne? Und ich meine, gerade dann, wenn auch ein Öl qualitativ länger stabil ist, habe ich aber länger was davon. Hast du länger Freude. Ja. Genau. Genau. Wir haben auch so Tests gemacht, da kannst du diese Turboladerbeständigkeit, sind auch Tests, die sind Bestandteil von Normen, kannst du da prüfen und die laufen zum Teil bei 480 Grad. Und das siehst du dann schon, dass diese Öle den klassischen und hochqualitativen Performanceölen deutlich überlegen sind. Das heißt, der heiße Turbolader, Ja. der ja Öl geschmiert ist, Ja. da geht das Öl rein und wird über 400 Grad heiß. Ja, wird über 400 Grad heiß, ja. Je nach Modell kann das Öl tatsächlich so heiß werden. Und da ist es schon entscheidend, wie viel Ablagerungen du dann bei der Temperatur produzierst. Okay. Also ich kenne es aus dem Motorsport, dass man mir immer gesagt hat, naja, so ab 130 Grad Öltemperatur, Motorschmierung, dann fing immer an so, dann wollte man ganz gerne da vielleicht weniger fahren. Genau. Da war auch wieder das Thema, ja, ein sehr gutes Öl kann das aber dann immer noch. Ne? Ja. Aber wir haben schon oft Probleme gehabt, dass das Öl zu heiß wurde, Motor zu heiß wurde und dann in der Tat hast man sich gewundert, dass das alles hält, was dann oftmals auf einem sehr gutes Öl zurückzuführen ist. Ja, und da sind ja dann in der Ölwanne, wenn du im Rennen diese hohen Temperaturen fährst, das sind ja dann schon fast Dauertemperaturen, die du da hast. Ja. Das sind ja dann Ölwandtemperaturen und das andere sind ja immer nur so punktuelle Spitzentemperaturen. Aber auch da in den Millisekunden oder Sekunden altert das Öl halt auch. Das ist auch etwas, das übersteigt unser Thema jetzt, aber ich habe mal kürzlich einen Motorentest gefahren mit einem klassischen Motor und an diesem klassischen Motor hat man sehr viele moderne Dinge verbaut und man hatte auch dort Öltemperaturen gemessen, aber man hatte wirklich extra am Kopf Bohrungen installiert, um am Kopf diese Spitzentemperaturen interessant. Das war echt interessant. Und dann guckst du auf deine Anzeigetafel und da waren höhere Temperaturen. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, ey, wenn da jetzt irgendein zweitklassiges Öl eingestellt würde, dann hätte das schon vielleicht geknallt. Ja, du hast so am obersten Kolbenring kannst du schon mal locker 300 Grad haben. Sollen wir mal gucken, wie viel Grad wir jetzt hier reinkriegen? Komm, wir fahren einfach mal ein bisschen schneller. Ganz genau. Das Ja, ist ein wir haben jetzt hier die klassische Kreisbahn, das ist Asphalt. Genau. Und hier wird auch Sicherheitstrainings gemacht. Die Räder quietschen, aber wir haben natürlich jetzt schon eine gewisse Querbeschleunigung. Ja, die kann ich deutlich spüren.
Okay. So als Laie ist das dann schon beeindruckend. Jetzt weiß ich, wollte jetzt mal ein bisschen Spaß machen, aber geht ja gar nicht. Du wolltest die Handbremse ziehen. Er hat eine elektrische Handbremse, einfach mal nur so. Genau. Ja, aber man kann ja trotzdem auch mal reinbremsen. Da gleich noch. Mal gucken, was so ein Auto dann macht. Ja, jetzt haben wir längs Querbeschleunigung kombiniert mit einer Längsverzögerung. Ja, genau. Also das schwappt schon eine ganze Menge. Ja, das kriegst du vorne im Motor schon hin. Komm, wir fahren hier mal hoch. Ja. Der war gut. Überraschungseffekt. Du warst überrascht, das Öl auch. Ja. Wir fahren jetzt auch mal in eine andere Richtung, weil vielleicht hat die Ölwanne Glück, dass sie in Linkskurven das Öl schöner hält. Ja. Ich kann jetzt auch nicht mit der weißen Fahne winken. Ach, und da wieder hoch, genau. Ja, das fährt sich alles da vorne war die Radarkontrolle. Da konnten wir jetzt nicht durchfahren. Ja, wir haben in der Tat nicht Schranken hier. Aber es fährt sich alles völlig normal. Das ist, ja, das hat ja auch immer. wir müssen ein Rätsel reinbringen hier. Genau. Ja. Und das, obwohl der Asphalt ja leicht feucht ist. Nein, es ist genau das entstanden, was ich wusste. Eigentlich Genau, dient diese Fahrt jetzt natürlich, um zu demonstrieren, aber ich bin in keinster Weise überrascht. Mir ist klar, dass das alles funktioniert. Sag ich dir, Also ich bin so überrascht wie das Öl auf die Wechselwirkungen, aber ich glaube, das Öl ist deutlich weniger überrascht wie ich. Wir können nachher auch mal hingehen und mal, wir haben ja auch hier die Möglichkeit, ein Auto ins Steuern zu bringen, dass wir es mal um die eigene Achse drehen lassen, dass wir mal den Übergang von so einem Gleitbelag auf den Asphalt, wo man auch das Öl, wo das Auto rausrutscht und dann sehr schnell zum Stehen kommt, auch da kann man sehr schön